Kamtschatka ist eine Halbinsel im Osten Russlands, auf die keine einzige Straße führt. Wenn man dorthin will, muss man entweder übers Wasser oder durch die Luft. Zu siebt sind wir hierher gereist und jetzt geht's los, unser lange geplantes und selbst organisiertes Abenteuer auf der anderen Seite der Erde. Gerade sind wir in Kosirewsk, einem kleinen Dorf mit ungefähr 1300 Einwohnern und umgeben nur von wilder Natur. Der Ort ist Ausgangspunkt unserer Route zum höchsten aktiven Vulkan der Nordhalbkugel. Okay, erst nach dem Zelt gepennt, war schon mal ganz toll. Jetzt kommen wir dann zu unserem Fahrer, der uns mit dem Kamaz zum Tolbatschik fährt. Da rein, Brudi! Schlauch mal drin. Jetzt geht's los. Ungefähr 4 Stunden dauert die holprige Fahrt durch den endlosen Birkenwald. Unser Fahrer versteht natürlich nur Russisch. Aber indem er mit dem Finger in den Staub auf dem Armaturenbrett Zahlen kritzelt und dabei mit seinen Armen um sich fuchtelt, während wir durch tiefen Schlamm rollen, erklärt er uns, dass sein Kamaz Baujahr 1970 und sein ganzer Stolz ist. So, nee, wie geht's dir denn? Irgendwann sind die Bäume dann doch verschwunden und wir rollen über schwarzen Boden und durch dichten Nebel. Auf einmal tauchen ein paar Holzhütten aus dem Nichts auf. Die Vulkanologenstation am Fuß des Tolbatschik. Nee, wie geht's dir? Geht schon. Nicht so gut, nicht so gut. Kaum hatten wir abgeladen, kam uns der kleine Flitzer hier zur Begrüßung entgegengehüpft. Heinrich haben wir ihn getauft. Und dann wurden die schweren Rucksäcke gesattelt. Jetzt wird losgehiked. Ein echt verrücktes Gefühl, auf einmal durch unbekannte Vulkanlandschaft zu laufen. Überall sind Farben hier fürs Auge von Natur ungewohnt kombiniert worden. Mittendrin entdecken wir plötzlich die ersten Bärenspuren. Während wir über einen erstarrten Lavastrom klettern und die ersten dampfenden Spalten entdecken, entleeren sich in der Ferne einzelne Wolken über dem grün-orangenen Birkenwald. Ein paar Stunden später erreichen wir dann im Nieselregen unser erstes Ziel, den Toten Wald. Und unter einem der blattlosen Bäume kochen wir uns das Abendessen. Nice. In der Vulkanologenstation sind wir dann gestern mit so einem kleinen Schlenker hierher marschiert, die erste Nacht im Freien gepennt und unseren Bärenschutz aufgebaut. Der massiv gut funktioniert. Genau, und der Tom krabbelt gerade aus dem Zelt. Und da hinten sitzen die Jungs unter dem Baum, mit dem wir das Essen gehängt hatten, und frühstücken, glaube ich. Schauen wir jetzt mal hin. Jetzt wollen wir jetzt messen.
Frühstück hatten wir etwas Zeit, die Gegend zu erkunden. Bevor es dann wieder zurückging zur Vulkanologenstation und der einzigen Wasserquelle weit und breit. Jo, so, wir sind jetzt hier gerade an der Vulkanologenstation am Fuß von Tolbacik. Sind gestern vom Dead Forest daher gelaufen wieder. Gerade geht die Sonne auf und die Jungs sitzen hinter mir und nutzen es aus, dass hier so eine Hütte ist. Da drin gefrühstückt und gekocht gestern und jetzt geht es heute auf den Tolbacik hoch. Oh, den Tolbacik, den kann man schon so leicht da oben sehen. Und es wird vermutlich richtig kalt, weil schon hier alles gefroren ist. Und wir müssen jetzt ungefähr, ja, zum Gipfel sind es über 2000 Höhenmeter. 2300 tatsächlich. Und in 2000 Höhenmetern werden wir das Zelt aufbauen wieder. Und jetzt latschen wir los. Da raucht aus dem Lava-Flow. So, da. Jetzt haben wir uns schon 1000 Höhenmeter hochgequält über die Wolken und an dieser Stelle ist halt was ganz Tolles passiert. Dani hat uns verkündet, dass er Papa wird. Ganz genau. Nice. Ganz genau. Papa Brötzner. Kleiner Mini-Brötzner. Gelfe? Ganz schön steil der Hang hier. Und der Rucksack mit seinen 32 Kilo zieht auch ganz schön, ey. Am Kraterrand angekommen, blieb uns erstmal die Spucke weg von dem mächtigen Anblick. Ah! Geil! Jetzt bauen wir erstmal die Zelte auf. Was ich da gerade versucht zu erklären ist, dass auf einmal orkanartige Böen aus dem Nichts aufgetaucht sind und wir um Haaresbreite eines unserer Zelte verloren haben. Das ist uns fast weggeflogen, fast in den Krater reingesegelt. Das war super knapp. Jetzt haben wir einen Haufen verbogene Stangen und eine ist gebrochen. Die haben wir jetzt ausgetauscht. Zum Glück ein Ersatz dabei. Und jetzt hoffen wir, dass das hält. Fertig vom Zeltaufbau. Komplett poliert. Der Fell kommt auch in den rein. Andi ist übrigens Unterzucker, aber nicht mehr lange. Cozy AF. Das Zelt ist aufgebaut. Dem Adrian geht es ein bisschen schlecht. Und das wollte ich jetzt hier nochmal auf Video festhalten. Hier hat sich Adrians Rotz kristallisiert. Auf dem Schlafsack von Charakter Adrian. Richtig fertig. Jetzt geht's zum Sonnenuntergang raus. Der Andi macht sich schon ready. Sick. Ja. Alter, wieder die Sonne jetzt hängt. Der Wind wechselte immer noch zwischen starken Böen und absoluter Flaute. So, da steht unser Camp. Direkt neben dem Krater. Die Sonne ist so gut wie weg. Und jetzt stehen wir morgen super früh auf. Super früh. Und machen den Gipfel. Morgen wird die brutale Etappe. Wir müssen auf den Gipfel hoch, was irgendwie 4 Stunden dauert. Und dann ungefähr 5-6 Stunden geht es wahrscheinlich nur runter. Und zwar über 2000 Höhenmeter. Das wird brutal.
5 Uhr in der Früh. Da machen wir uns fertig im Dunkeln. Ja, schauen wir mal zu den anderen rüber. Na, Boys? Na, Boy. Hallöchen. Alles gut? Ja, schon. Bei euch kann man ja stehen, das ist ja geil. Seid ihr am Wasser schmelzen? Ja. Und los geht's. Zum Gipfel vom Torwartcheck. Der Gipfel sah so nah aus und der Krater gar nicht so groß. Da vorne werden die Rucksäcke abgelegt. Und dann geht's den Grat hoch. Ja. Aber es dauerte schon deutlich über eine Stunde, bis wir überhaupt erst in die Reichweite des Gipfelhangs kamen. Ja, direktissima. Ja, ich würde gerade hochgehen. Die letzten Meter zum Gipfel und die Wolken gehen so ab. Die gehen so ab, die Wolken. Wir warten auf die Tom. Der ist irgendwo da unten hinter dieser Nase. Jo. So, ihr Würste, wie ist die Stimmung? Ah, sehr geil. Ganz weit oben, ja. Und beim Adri muss ich auch noch mal genau nachgucken. Adri, wie geht's da? Ja, entspannt, ganz entspannt. Mit mehr dann gestellt, als ob die Nummer her ist. Zusammen stapften die Jungs und ich auf den flachen Gipfel des Ostri Tolbatschek. Bei starkem Wind, aber strahlendem Sonnenschein bestaunten wir den Ausblick. Und dann ging es auch schon gleich wieder hinunter zu unseren Rucksäcken. So schaut einer aus, der auf dem Vulkan war. Hä? Leicht durchgebogen. Und der da hinten auch. Konvex. Junge, du bist ja eingemummelt. Extrem warm in der Sonne. Schlechte Sicht. Dann zieht's runter. Dann bauen wir ein Basecamp und dann gibt's Ruhetag. Nach einer gemütlichen Mittagspause machten wir uns den Abstieg nach Norden, über steile, eisige Hänge, vorbei an dem Gletscher, der westlich von uns in der Flanke hing. Super schwer den Weg zu finden. Man sieht nämlich nichts. Irgendwo da sind die Jungs. Da. Das geht noch ein paar Stunden so weiter, du. Uiuiui. Unterwegs ging allen das Wasser aus und durstig hielten wir Ausschau nach einer Quelle. Privat da drin. Richtig tief. Pause, erste Quelle. Alle haben aufgefüllt. Geht's uns wieder gut. Da sind sie alle. Schon ein bisschen lediert. So, jetzt geht die Sonne bald unter und wir haben kein Wasser mehr. Jetzt versuchen wir mit der Drohne welches aufzuspüren. Satz mit X war wohl nix. Jetzt pennen wir hier an einem Schneefeld. Da vorne unten. Ja, man sieht es kaum. Aber da haben wir jetzt unseren Zeltplatz errichtet. Sonne weg. Jetzt brauchen wir noch einen Bärenschutzzaun. Und dann wird gekocht, aber woanders natürlich, weil das macht man nicht im Zelt, im Bärengebiet. Ein Gehassel. Am nächsten Morgen schien die Sonne und
heizte unsere Zelte richtig gemütlich auf. Die Beine waren schwer von den ersten 4 Tagen und dem langen Abstieg vom Tollwaldcheck. So, heute ist Ruhetag. Die Jungs liegen alle noch im Zelt. Kyle ist auf der Suche nach einem Fluss und ich koche mir gerade was. Also ich schmelze Wasser und dann koche ich mir was. Adri, was sagst du dazu? Wasser, hä? Das sind Aminosäuren, das sind Vitamine, das ist irgendein Reishi-Pilz, so Körperberuhigungsscheiße, das sind irgendwelche Algen oder so ein Shit. Nachdem unser Spürtrupp einen kleinen Bach gefunden hatte, beschlossen wir unser Camp zu verlegen und noch einen Ruhetag dran zu hängen. Jetzt bauen wir hier ab und setzen um. So eine halbe Stunde Wanderung ist es ungefähr. Wir haben den ersten Bären gesehen. Da unten rennt er noch. Aber der ist so weit weg, dass man ihn nicht mehr sieht, richtig. Ja, das ist ein Suchbild. Und da ist der Bär vor uns runter, der gerade geflüchtet ist. Der ist hier einfach abgeslidet. Ja, endlich wieder eine Quelle gefunden. Und irgendwo da hinten wird jetzt gekocht. Lecker, lecker. Das ist was aufschäftig, also. Und ich glaube, es ist halt auch besser. Was passiert hier eigentlich? Absurd. Kulinarisches Highlight der Tour bei Markus. Reis mit Reis. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das liebe. Da wird auch gekocht, oder? Wer hat eigentlich den Windfang zu niedrig gekauft? Wer hat das eigentlich? Sweet Phil. Ist gut geworden, hast du Pesto rein? Viele Kerne, Pfifferlinge und Pesto. Markus gibt es heute übrigens blanken Reis. Blanken Reis. Ja. Und du hast hier Panorama-Abendessen, oder was? Aber ich muss jetzt auch bei dir mal gucken, was es da so gibt. Reis mit Pulverbrocken. Aber auch der Löffel ist super. End viele Künstler, end viele, aber auch end viele. So, da haben wir das Essen versteckt. Genau da, vor dem Bären. In der Hoffnung, dass er hier nicht hochklettern kann. Phil, meinst du, das ist safe? Auf jeden Fall. Wenn er es versucht, fällt der Stein runter und er ist tot. Ich glaube auch, der stirbt. Dann gibt es morgen Bärensteak. Ja. Ich muss kurz reporten, was wir machen, bevor die Batterie leer ist. Okay, Ruhetag. Jetzt wird gewaschen. Jetzt schlappt man gerade zum Fluss und halten da mal das Gesicht rein. 6, 7 Tagen. Haben da alle, glaube ich, Bock drauf. Ist gut, oder was? Richtig geil. Seid ihr wieder sauber? 0 Grad. Warte ich. Ist kalt. Ja, Vollgas. Das ist so kalt wie das noch nie gespürt. Die seid ihr alle so frisch jetzt auf einmal im Gesicht. Hey Bär, Hey Bear! was geht ab bei dir? Monströs. Ist groß. Und jetzt rennt er weg. Den anderen sollten wir vielleicht auch irgendwie, haben wir eine Signalpfeife?
Irgendwas da? Nee, er steht noch da unten rum. Ja. Ich muss jetzt gerade allein los. Ich bin noch nicht davor. Und der rennt da rüber Richtung Rü. Nach erfolgreicher Waschmission und unerwarteter Bärenbegegnung genossen wir es einfach, mitten in diesem wunderbaren Tal zwischen den ganzen hohen Vulkanen zu sein und sammelten unsere Kräfte für die nächste Etappe durch Schnee und Eis. Der erste Ruhetag ist zu Ende. Jetzt verdrücken wir uns hier langsam in den Schlafsack. Ich bin schon drin. Und morgen wird weiter gehiked. Richtung Klutschewskaja Sopka, dem richtig großen Berg. Jetzt wird es extremer.